Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Trek Online. Wir begleiten Lieutenant Commander Thomas Zheng auf der USS Grove bei seinen Abenteuern und decken ein romulanisches Komplott auf. Wir begeben uns direkt zur nächsten Mission. In der letzten Folge haben wir eine Massenmörderin, Kriegsverbrecherin gestellt und gefangen genommen. Und dabei so einiges über sie erfahren, dass uns das alles ein bisschen in ein anderes Licht rückt. Was erwartet uns dieses Mal? The Romulans had a base known as the Vault that they used for research into Borg technology. This facility was abandoned in the chaos after the destruction of the Romulan homeworld. But intelligence suggests that the work there was far enough along that it was used to retrofit Nero's ship before it disappeared along with Ambassador Spock's vessel in the Hobus system. Long-range sensors have detected energy spikes in the Hakona system, and Starfleet intelligence believes that someone is bringing the vault back online. We need to know who, and more importantly, we need to know if there is still Borg technology or restricted weaponry on that base. I need you to proceed immediately to the Hakona system and investigate the vault. Engage if you must, but I would prefer if you could gather the information we need, without conflict. Okay, werden wir mal versuchen. Dafür müssten wir I have new missions for you. Okay, dafür reisen wir doch erstmal zu Sternbasis 39. Und suchen das im Büro des Admirals, das heißt hier entlang. So, wo ist das Soto? Das Soto ist hier. In order to avoid drawing too much attention, you need to fly under the radar, so to speak. Admiral Tanay has authorized the requisition of a shuttlecraft for you. You can fulfill the requisition in the shipyard. Once you're ready, take the shuttlecraft out to the Hakona system. If you have a runabout, fighter, or other such craft available, feel free to use it, but do not approach the system in a starship. We want to avoid the notice of whoever's in the vault. A shuttle will also be able to dock with the vault and explore the interior. Okay. Dann machen wir das doch. Dann gucken wir doch einmal. Außerdem wird der Geheimdienst der Republik einen seiner besten Agenten bereitstellen, Kommandant Näherer. Sie ist informiert und wird auf ihr Schiff beamen, sobald sie bereits im Abflug nach Hakona sind. Das ist kein Problem für Sie, oder? Nein, ganz so. Any questions? Ist dies eine Sektion 31 Operation? What? Oh, that mythical boogeyman organization? No. This is a standard Starfleet operation at the behest of Admiral Tanay and supported by Starfleet intelligence. In case you were wondering, that means that you should observe all regulations and don't start a war. Any questions? Was wird mich in der Vault erwarten? Borg technology, Thalaron weapons like the ones used by Shenzan, cloaking mines, and heavy graviton beams? We're not entirely sure. That's why we need eyes inside. The station itself is near a micronebula and surrounded by a tachyon detection grid. Even a cloaked ship wouldn't be able to sneak in there. You should also expect automated defenses like turrets and cannons. We haven't spotted any ships in the vicinity, fortunately. Although with Romulan cloaking, anything is possible. Any questions?
Was ist, wenn ich Unterstützung brauche? Starfleet will make sure to have a ship or two in range for a rapid response in case of emergency. Hopefully, though, you'll be able to keep things quiet and that won't be necessary. Of course, missions rarely go exactly as planned. Ja, das stimmt leider. Any questions? Okay, keine Very well. weiteren Fragen. Remember, you must use a shuttlecraft, runabout, fighter, or similar small operations craft to undertake this mission. We need on-site intel from the interior of the vault. Starfleet will not clear you to enter the Hakona system otherwise. Good luck. Okay. Dann wollen wir uns doch mal ein Shuttle organisieren. Ab zur Schiffswerft. Please remember that unaccompanied travels are an environmental hazard. Ewig langen Gängen. Hier sind wir erstmal in der Versorgung. Dann nochmal schön durchlaufen. Da sind wir doch endlich. Gut. Wo kriegen wir denn ein Shuttle her? Ne, Raumschiff anpassen wollen wir nicht. Schiffe und Shuttle anfordern. Dann gucken wir doch mal, was für Shuttles wir denn zur Verfügung haben. Interessant, dass ich den hier legen könnte. Ja, eigentlich die Captains hatten ja schon alles. Aber ich glaube, das ist so ein Premium-Ding. Ja, Typ 8 Shuttle. Ist okay. Eigentlich will ich den haben. Guck mal, ob ich noch was zusammenkratzen kann. So, dann gucken wir doch mal. 34.000 zusammenkriegen. Ja, ich glaube, das ist klar. Okay. Modifikator 0,4. Wir hatten Modifikator von 0,5. Dualkanon. Dualkanon. Okay, dann habe ich noch etwas. Vielleicht habe ich ja noch hier etwas, was ich verkaufen kann. Ach, natürlich nicht. Wie komme ich jetzt an das Runabout?
gewusst. Bin ich hier noch irgendwie da dran? Nee, das kostet ja auch alles. Zeigen hier vielleicht. Technisch gesehen bräuchte ich diese nicht. Ich selber habe keine Verwendung dafür. Dann kann ich die eigentlich noch verkaufen. Technik. Ja, kommt ja später eben noch von Mars. Bodengeräte. Strahlenwaffen. Einmal. So, das müsste ausreichen. Ja, sieht doch gut aus. So, USS Syria. Sehr schön. Können wir uns zusätzlich noch eins holen? Ja. Komm. Gönnen wir uns mal. Themenguns. Alles klar. Gut, dann kommen wir hier hin. Gucken wir uns doch mal ganz kurz hier. Okay, dann müssen wir halt mit der Standardausrüstung reingehen. Die ist... Ja, perfekt. Wo muss ich jetzt genau hin? Ah, hier. Ja, dass 400 Tage registriert sind. Okay. Wahrscheinlich ist diese Info auch schon veraltet. Aber gut, wir haben ja jetzt einen Shuttle. Hat jetzt eine kleine Ewigkeit gedauert, aber können jetzt auf jeden Fall losmarschieren. Oder in dem Fall losfliegen. Dann beginnen wir doch endlich mal die Mission. Nach einer Viertelstunde Verzug. Die Vault. Obviously, this station isn't as abandoned as Intel suspected. Sensors are reading several Riemann ships in the area, and that's just the ones that we can spot. That station is immense. It must have taken an incredible amount of manpower and technology to build it. It's almost the size of a small moon. Sensors are reading a sophisticated tachyon detection network, as well as several patrolling vessels. For an abandoned station, this facility certainly has a lot of activity. My people are experts at stealth technology. If we want to approach unseen, we must avoid confrontation and find a way to evade or jam their sensor grid. We must assume that if we engage the ships here, they'll notify whoever is left on the station, and it may become difficult to find an entry point. Als wenn es nicht schon schwierig genug wäre. Sagen die Sensoren, gäbe es hier. Außerdem Magnesiterz. So, dann. Bleib bloß weg. Ja, so ist gut. This asteroid is unusually large, and it's clearly been mined. It was probably used for raw construction materials, like most of the debris here. This particular asteroid contains pergium,
titanium and uranium. It was probably tractored from a nearby system and brought here to construct hull components and power systems. We could probably cut a piece from the asteroid with our weapons for further analysis. Klingt doch gut. Looks like the fragment has picked up a bit of residual energy from our weapon burst. It'll be radiating energy for a while. Other than that, it's just a rock. Schade. Okay, dann gucken wir doch mal. So, was haben wir hier? Ach, ein Plasmaschiff. Das ist sehr gut. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Indications are that this vessel was refitted for asteroid mining. Apparently, a containment failure in the engine core led to a massive radiation surge. The engine went into emergency shutdown, but all of the couplings and injectors were burned out. The crew probably died due to instant radiation burns. It looks like the vessel was stripped for parts and left derelict. Dann führen wir doch mal eine forensische Untersuchung durch. Although the vessel's engine core is a total loss, some of the backup computer systems were left intact. This vessel was used to deploy some of the tachyon detection satellites around the vault. There's a copy of the network algorithm in the computer memory. If we put the tachyon satellites along the final meridian into maintenance mode, we can create a gap in the detection grid that will let us slip through. Okay, berechne die If we Meridiane. can get close to the base without passing through the detection grid, we should be able to put a satellite into maintenance mode. Then that will give us a gap that will allow us to slip into the station itself undetected. Dann müssen wir einen Satelliten finden. Ah, da ist doch einer. Und wir fliegen daran vorbei. Looks like they left this satellite as a communications booster for their Ja, okay, das ist dann nicht für uns ausschlaggebend. Geht es hier lang? Ja, da ist schon das Gitter. Approaching the tachyon grid perimeter. If we're detected by it, that will definitely alert the Remans. Ja, das war mir schon bewusst. Ja, dann sind wir nur nah genug heran. Und los geht's.
The satellite's in maintenance mode. We can pass through the net. Sehr schön. Durch. Drin. Picking up some unusual energy readings. We'll need to explore the accessible interior areas and see what we can find. Looks like there's another access conduit across from us. We'll have to think three-dimensionally in here. Sensor readings are also picking up a few scattered life signs. Okay. So far, so good. Dann wollen wir doch gucken. Sehr erwartet. Wo haben wir den denn, Shuttle? Ja. Hallo? Irgendwo hier. Der lässt sich wahrscheinlich nicht rufen. War ich ein Tick zu langsam gewesen für die Option. We've tripped some security systems. The doors are a massive set of interior bulkhead doors. They're segmenting the different parts of the base. Possibly a safety measure in case something went wrong in one of the central areas. Access appears to be controlled by use of security keys. We can disable it if we can find a code block that matches part of a security key. Okay. Dann scannen wir doch. This defense turret was hooked into part of the security network. There's a security code in its subsystem, code block 6750. The security key is on a rotation. Each code block matches a piece of one key. Key in the appropriate code when the rotation matches to it. Trying a code on the wrong rotation will probably invalidate that code, so be careful with the timing. Ah, okay, das heißt, es muss nur irgendwo da drin vorkommen. Switcht das ist manuell auch weiter, automatisch. Ja. Der ist es noch nicht, aber ich glaube, der nächste Block ist das. That's it. Well done. We should be able... Ja. Okay, da ist ein Behälter. So, Microgravity storage crates. Mostly construction supplies. No weapons or unusual energy signatures. There's still power in most of the station. Some of these conduits are damaged. Keep an eye out for energy discharges. Ja. Okay, das kenne nicht das Jagdschiff.
Und jetzt einmal schnell hier durch. Und zack. Da war ein anderer Turm. Hier. Da kommen wir schnell hier durch. Ah, nehmen wir den direkt mit. Falls wir noch flüchten müssen, dann wird es ein bisschen leichter gespielt. Above us, that's a Borg sphere. The Tal Shiar must have used this base as a storage facility and research area for Borg technology. Electrical discharges, probably from ionization leaking from the sphere and research nodes. We should be cautious about flying too close to them. Okay. The Borg sphere is dormant, like it's been put to sleep. It's not the source of the strange readings that long-range scans detected. Looks like the sphere's hooked into part of the local systems network. We should be able to exit through the other doors now. Probably a safety precaution to keep them locked. Ja, scheint wohl clever gewesen zu sein. Man will es ja nicht drauf ankommen lassen. Dass die Borg aufwachen und dann quasi vor der Tür stehen. Ups, ist zu schnell rein. Das war knapp. Warning. Ship is under attack. Rear shields failing. Right shields failing. Okay. Jetzt scheinen wir weiter in einen Bereich reinzukommen, wo es keine aktiven Leitungen gibt. Quiet in this area. Too quiet. Ja, du sagst es. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon am Ziel. Hoppala, was haben wir denn hier? Ein Talaron-Reaktor. This is disturbing. We're looking at a facility used to build Thalaron weapons. If the Remans have infiltrated this base, they may be trying to secure those weapons. Ah, so our intruder finally arrives at the heart of the matter. Have you seen all that you came to see, little spy? Wer sind Sie? Does it really matter? Call me Obasek, if a name is that important to you. Und was machen Sie hier? That should be obvious. I intend to make use of this station to further my agenda. Your presence, however, is a bit more curious. I expect that you are operating under the shroud of Empress Sela, whether you realize it or not. Ich bin kein Agent Kaiserin Selas. Did you know Sela's mother was a human?
And a Starfleet officer, no less. Given Starfleet's many attempts at interference with the Romulan Star Empire over the years, it is quite obvious that at least some elements of both organizations are cooperating. Either that, or possibly your Starfleet has been tricked into doing the Empress's bidding. Die Sternenflotte ist eine friedliche Allianz, die sich der Erforschung fremder Welten verschrieben hat, kein politisches Werkzeug. Your protest will do you no good in any case. I expected interference, and I have taken steps to ensure that you will not disrupt my plans. Woher wussten Sie, dass ich komme? Do you really think I would proceed with such a dangerous plan without my own sources of intelligence? Now that we have come to this exchange, it hardly matters how we arrived here. What is important now is how we proceed. I am afraid our time is at an end. My associates have already finished loading the Thaleron weapons that we need, and I have other operations to manage. I think we both know what happens now. May your death be quick and valorous. Moment. Nicht heute. Gute Idee. Okay, jetzt fliegen wir mal weiter. Nee. Okay, dann. Warning. Ship is under attack. Left shields failing. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade so hart am Konzentrieren. Das ist eigentlich gar nicht notwendig an der Stelle. Aber vielleicht liegt es auch gerade an etwas kohärenten Schlafmangel, den ich jetzt so seit den letzten Tagen ein bisschen aufbauen muss. Ship is under attack. Force failing.
der Jäger besiegen, bevor der Mokai auf die Nerven geht. Und mit denen alle mal aufnehmen, aber ich glaube, mit allen ist ein bisschen semi-optimal. Wo ist er denn? Da war er. Okay. Rüsten wir das nochmal direkt hier aus. Was haben wir denn hier? Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber gut. Schadenswiderstand. Schadenswiderstand ist immer gut. Okay. Dann haben wir den Mokai. Versuchen mal an ihm vorbeizufliegen. In der Hoffnung, dass er nicht durch den Schacht kommt. Blast the door locks. Nein. Versuchen wir es doch einfach mal. Der wird doch mehr als gedacht. Ja, ich glaube, damit brauchen wir uns nicht anlegen. Nee. Versuchen wir lieber hier raus. Warning. Ship is under attack. Und das. Was war? Bloß, da kommt jetzt hinterher. Oh, nee, oder? Ja, schnell weiter. Ja, nee, jetzt werden wir da bleiben. Ich glaube, wir sind auch gleich relativ am Ausgang. Schnell fix. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Sehr schön. Und da erwartet uns noch irgendetwas, was mir nicht so ganz gefallen will. Ja, okay, mit dem sind wir fertig. Hoffentlich. Stärken wir doch mal die vorderen Schilde. Okay, ein Shuttle der Danube-Klasse, der Runabouts Syria, ist eigentlich dafür bekannt, ein kleines Schiff zu sein, aber dass es jetzt einem Tevaro-Bird so eins auf den Deckel geben kann, das ist doch schon eine Schmach. Ja, komm schon. Ja, gib mir doch die Schaltfläche, ich bin doch schon da. We must stop Obisek's ship. They cannot be allowed to possess Thaleron weapons. We can use the subspace booster satellite outside the station to send a message to Starfleet as soon as we're clear of the interior.
But Obisek's warship will almost certainly attack us when we do. We'll have to survive long enough for reinforcements to arrive. Okay, das haben wir bis jetzt eigentlich relativ gut hingekriegt. Dann sollten wir das auch Reinforcements have schaffen. arrived and are just past that nebula. We don't have much time. We need to meet with our allies and stop that ship. Okay, dann los. Dann keine Zeit verschwenden. We are now in the micronebula. USS Laza is signaling us. They're going to engage the Riemann ship, but they want us to take care of the fighters and plasma torpedoes. Okay, Ship is under attack. dann machen wir das doch mal. Kümmern wir uns um das kleine. Sicht gleich 0, Sensoren kann man sich gar nicht erst drauf verlassen, Schilde kannst du sowieso vergessen. Da konnte man sich nur drauf verlassen, was man wirklich mit den eigenen Augen gesehen hat. Aber das war echt ein ganz kurzes Spiel, kurze That was quite Scharmützel. an explosion. Probably from the Thaleron weapons carried aboard the ship. We're going to leave the system under high warp to draw off any reinforcements that might come looking. Suggest you return to Federation space. Okay, dann vielen Dank für das Ablenkungsmanöver. Und wir verziehen uns hier. So, dann fliegen wir doch einmal zurück zur Sternenbasis 39. Schauen wir mal, was unser Kontaktmann zu sagen hat. So, und da wären wir dann auch gleich direkt. Und jetzt kommt das Fensterchen. Ja, sehr schön. Ich habe erst gedacht, wieso kann man sich keinen offenen Kanal oder einen Kommunikationskanal errichten und diese Meldung einfach weitergeben, aber ja gut. Geheimdienstmission macht man das halt lieber persönlich. Ist ja immer wieder möglich, dass man die Leitung kappen kann. Hm? I've taken a preliminary look at your logs, and it seems that things went a bit unexpectedly. I have a feeling this isn't the last time we'll be seeing the vault. The Riemann commander you encountered is definitely a major player in the disintegration of the Romulan Star Empire. I'm going to send the information you gathered about him over to an old colleague of mine, Dr. Maximilian Peters, for analysis. If this Riemann is a leader in their separatist movement, we'll have to deal with him again. And hopefully Dr. Peters can work up a psychological profile for him, and a sociological analysis of the separatists. Our next step will be to decode the signal intelligence and go through any remnants left from the ship that was destroyed near the vault. Now that we know that the Riemanns were hoping to use Thaleron weapons, we need to figure out their target location. Right now, Starfleet knows far too little about a civil war in the making, but it'll take time to sift through all of the data. Keep in touch. Starfleet will notify you when we have a lead. Oh, and thanks for the good work. Gern geschehen. Excellent work.
We need to learn more about the conflict between Obasek and the Romulans. Sila's forces may indeed be hounding the Remans, but the use of Thaleron weapons is unacceptable. Not even the Klingons or the Breen will stoop to such barbarism. Starfleet intelligence will be working to decode the list of possible targets you acquired from the base's databanks. The next step may be to investigate these sites and find out why the Remans want to destroy them. Ja. I have Congratulations, Lieutenant Commander. Oh, direkt 2 Level übersprungen. Okay, welches Interesse können Obasek und die Remaner daran haben, die Romulaner anzugreifen? I do not know. Obasek and his people have traveled a most difficult path. After so many years of oppression and Romulan treachery, it does not surprise me that they are suspicious of anyone. The Remans gained much in the years after the destruction of the Romulan homeworld, but Sila is more secure in her power now, and she may believe that she no longer needs the Remans as allies. If the Romulans seek to enslave the Remans again, there will be bloodshed. I have new missions for you. Okay, die nächste Mission gibt es erst nächsten Mal. Ja, Dienstoffiziere schon mal. Starfleet intelligence has decoded. I have new missions for you. So, verbesserter Warpkern, überladener Warpkern. 5 maximale Hilfsenergie, Antriebsenergieleistung, zusätzliche Hilfsenergie, Warpfaktor 667. Ja, komm, nehmen wir. Dann haben wir Schildwiederherstellung. Ach, das klingt doch super. Was haben wir hier? Schildregeneration. 6% Höhenregeneration. Wie sieht das hier einmal aus? Das lassen wir erstmal hier stehen. Dienstoffizierspaket. Ja, sieht auch gut aus. Da haben wir bestimmt hier welche. Ja, aktiv im Raum. Dann gucken wir mal. Sekundäre Stelle durch Taktikteam. Habe ich nicht. Folgen von Torpedos. Okay. Ja, das geht doch schon mal gut. Dann haben wir. Was haben wir denn hier? Sicherheitseskorte? Nein, 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 nein. Geschützturm? Ja. Granaten? Ja. Unterstützungsdrohne? Okay, das ist gut. Sind wir schon mal gut aufgestellt hier. Dann Raumpunkte. Defensiv. Auf jeden Fall. Entzugsinfektion, das hört sich doch mal gut an. Dann haben wir hier Hangarschiffe verursachen 10% mehr Schaden. Wir arbeiten auf ein Schiff hinaus, das Hangarschiffe besitzt. Also ja. Sehr schön. So, wie viel haben wir denn hier? Perfekt. So, zum nächsten Level bekommen wir auf jeden Fall ein neues Schiff. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Perfekt. Gut, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Liked dieses Video, hinterlasst gerne einen Kommentar, gerne auch Verbesserungsvorschläge. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.